So. Und jetzt gibt's maximale Freiheit, ne? Maximum Freedom. Wir sind zwei Piranhas und wir machen, hallo, eine Sendung über Spiele machen. Unsere eigenen. Und auch sonst so. Also wie wir unsere Meinung finden und inspirieren lassen. Was habe ich denn da geschrieben? Ach so, ja. Und da gibt's eine gewagte These, die ich aufgeschrieben habe. Ja. Wenn man über maximale Freiheit in Computerspielen redet, ist das nicht so, dass alle Open-World-Games maximale Freiheit haben? Boah, das ist ein ganz schöner Brecher, ne? Oder? Da muss ich jetzt sagen, ne. Nee. Ja, vielleicht, wir fragen erstmal ein paar andere Leute dazu, ne, bevor wir selber hier irgendwelche unschlauen Sachen von uns geben. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, wie sehr möchtest du in einem Game geführt werden? Also, das heißt, so wie viel Freiheit darf man dir klauen von deiner maximalen Freiheit? Und die haben Folgendes gesagt. So viel wie nötig und so viel wie vom Macher gewollt ist. Also natürlich, also ich fand das, was ihr mit Elex gemacht habt, diese maximale Freiheit, das war mir persönlich schon fast zu viel. So, also ich habe auch nichts dagegen, wenn mir mal was erzählt wird und ich geführt werde. Also ein guter Mix daraus ist, denke ich, das Wahre. Skala 1 bis 10? 5. Bin in so einem Spiel ja nicht im richtigen Leben, weißt du, also im richtigen Leben brauche ich jetzt nicht jemand, der dauernd sagt, mach dies, mach das oder so, aber im Spiel finde ich es schon angenehm, wenn ich mich nicht verliere. Also wenn ich irgendwie weiß, was ich tun muss. Heißt nicht, dass ich nicht auch andere Spiele mal ausprobiere und spiele und dann mal schaue, was geht und versuche die Grenzen dann auch zu finden, die das Spiel hat, aber ansonsten gerne auch mal mit Erklärung. Ich finde auch gut, wenn ich jetzt nicht mit einem offenen Ende zurückgelassen werde, auch bei Filmen oder so. Ich finde das immer schön, wenn man dann weiß, was passiert ist. Ich mag es schon, dann den Freiraum zu haben, selbst auch zu entscheiden, ja, Sachen selber zu entdecken, finde ich immer ganz, ganz spannend, quasi, ob das jetzt so dieser Abenteurertum ist oder Sachen zu entdecken, Entdeckertum. Finde ich ganz, ganz cool. Allerdings darf man sich nicht so leicht drin verlieren. Es gibt das eine oder andere Spiel, wo dann man so überfordert ist und man gar nicht weiß, wo man hin muss. Ja, deshalb finde ich da schon so einen kleinen Faden oder so kleine Hilfestellungen, dass man irgendwo nachgucken kann, wo muss ich überhaupt hin, schon ab und zu sehr hilfreich. Ja. Ich finde es halt gut, wenn man einen Leitfaden hat, an dem man sich aber nicht halten muss. Also im Sinne von Freiheiten ja, aber auch Sache einer Linie, der ich nachgehen kann, wenn ich Bock habe. Ja. Also meiner Erfahrung nach ist das so, es ist immer maximal unterschiedlich. Ja, das heißt, es gibt so Spielertypen, da ist tatsächlich so, die wollen geführt werden. Das liegt auch meistens daran, dass sie nur irgendwie 2 Stunden Zeit haben, ne? Also bevor wir irgendwo hingehen oder irgendwas und so, ja, ich muss noch mal eben, alles klar oder so, ich setze mich mal hin, ich zock mal ein bisschen, ja, ist nicht viel Zeit, ne? Und wenn man dann irgendwie so, ach, was mache ich denn als nächstes? Warum sagt mir das Spiel das nicht, ja? Kann das schon mal ein bisschen, wie war denn das nochmal? Wie ging denn die Geschichte nochmal? Ach, ist das kompliziert. Ach nee, ich glaube, ich mache was anderes. Ein bisschen Candy Crush oder so. Kurzweil. Also das Erste, was mir dazu in den Kopf schießt, insbesondere für den Zuschauer, ist, dass dieses geführt werden ein kann oder ein muss sein kann. Ja. Also optional. Logischerweise, was wir jetzt nicht meinen, ist zum Beispiel irgendwie irgendein Schlauchshooter. Klar wird man da geführt, da kann man auch nicht nach rechts und da kann man auch nicht nach links, da muss man jetzt geradeaus laufen, weil das Spiel das gar nicht anders zulässt. Und dann gibt es halt die andere Variante, von der hier die Rede ist, nämlich du darfst nach rechts, du darfst nach links, du darfst geradeaus, du darfst sogar rückwärts, wenn du willst. Aber das Spiel sagt dir, hier geht's eigentlich weiter. Guck mal hier, da musst du hin. Mhm. Und dann kann der Spieler sagen, okay, dann mache ich mal das, was das Spiel mir gerade sagt und werde geführt.
Oder, ach nö, mach ich nicht, tschüss. Und dann ist er weg. Das nennen wir die rote Mohrrübe. Na, muss sich vorstellen, der Game Designer sitzt auf einem Esel. Der Spieler ist in dem Falle der Esel. Entschuldigung, das finde ich ein bisschen, aber ist so, ne? Und der hat so eine Angel mit so einer Mohrrübe dran. Ne? Und wenn man gerne möchte, ja, dass der Esel irgendwie in irgendeine Richtung geht, dann hält man diesen Mohrrübe immer irgendwo hin. Deswegen nennen wir es die rote Mohrrübe. Verzeiht uns dieses Bild, aber das ist immer so ein, ja. Also wo ist denn hier die rote Mohrrübe, heißt es oft, ja, in Design-Meetings oder so. Das heißt also, wohin wollen wir denn den Spieler führen? Das kann ganz was Einfaches sein. Du hast eine Pläne, ja, und irgendwo steht ein Turm. Ach, wo wird der Spieler wohin laufen? Ja, da wo der Turm ist, wohl nicht dran vorbei. So, ja, das ist eine rote Mohrrübe. Und ja, das heißt, dem Spieler Freiheit lassen, ja, aber Anreize geben, irgendetwas zu tun, schon. Ne? Und das machen die meisten Spieler dann auch. Ich auch übrigens. Ne? Also ich nehme mich da nicht aus. Wir sind nicht schlauer als die Spieler, sondern wir sind halt diejenigen, die sowas inszenieren wollen. Ne? So ein Pacing, so eine Freiheitsgeschichte, so, ne? Anreize geben bei so nicht? Doch. Ja. Wobei ich finde, das ist jetzt, also der Turm, das finde ich ist jetzt super elegant. Ne, eine sehr elegante Variante, den Spieler zu führen, so ein Vista Point, weil der Spieler dann das Gefühl hat, der hätte es selber gemacht. Man könnte ja auch mit 2 Pfeilen drauf machen. Und ja, genau. Da wollte ich jetzt drauf hinaus. Es gibt auch Spiele, die erinnern dich dann, was du eigentlich machen solltest, weil der Spieler könnte es ja vergessen haben. Ja. Die sagen dann, da musst du doch lang. Blenden das dann ein, so. Und wenn du das dann nicht machst, dann sagt Hab ich das da schon erwähnt? Guck mal da. Und dann wiederholt er, ja, ich weiß, dass ich da lang muss, ich wollte das jetzt aber gerade nicht. Fühlt sich der Spieler bevormundet, ne? Ja, auf der anderen Seite ist es so, dass wenn man das weglässt, also komplett weglässt, dass der Spieler dann auch Orientierungsschwierigkeiten kriegt, potenziell. Ja? Das fängt ja meistens schon ganz am Anfang an. Ich habe ja aufgeschrieben, fängt mit dem Tutorial an. Das heißt also, wenn man dem Spieler schon vorschreibt, pass mal auf, WASD ist, ja, ich weiß, was soll das schon sein? Ja, dann ist das schon doof. Ja. Ach, übrigens, und wenn du die Taste drückst, dann springst du. Ja, und das ist doch Standard. So, ja. Das kann schon irgendwie zum Einschnüren führen. Das reimt sich sogar. Sollte gar nicht so gemeint sein. Aber es ist halt irgendwie, der Spieler möchte gerne selber irgendwie entdecken, ja, und je mehr ihm das Spiel ständig sagt, anhand, vor allem mit Text oder so, ja, desto blöder ist es und desto weniger fühlt sich das frei an, das Spiel. So, was gibt's noch? Story haben wir noch nicht erwähnt, ne? Das heißt die Geschichte. Pacing haben wir gerade mal kurz beleuchtet, ne? Wo geht der Spieler als nächstes hin, was macht er jetzt und welch, ne? So, und Story wäre ja so ein Ding, ja, es gibt lineare Geschichten und es gibt Geschichten, die verschachtelt sind und die man in einer beliebigen Reihenfolge irgendwie erzählt bekommt und so und die auch unterschiedliche Enden haben und so weiter. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Gibt's auch Menschen, viele Spieler, die sagen, das ist mir zu kompliziert, wenn ich mir das selber ständig irgendwie immer zurechtklicken muss, so, ja. Es gibt wirklich Spieler, ja, die auch beim Spiel wie unseren oder so, zu einem NPC gehen, den ansprechen, ja, und dann gibt's irgendwie einen Dialog und so, und dann sitzen die da, ja, weiß ich, weiter, weiß ich. Was hat denn der jetzt gesagt? So steht doch da, hier, töte die 5 Wölfe, neue Quest, fertig. Das gibt's wirklich. Ist das schlecht? Ist das gut? Irgendwer fühlt sich jetzt angebracht. Irgendwer fühlt sich angebracht. Nein, aber es ist halt so, ja. Das heißt also, dieses Spiel bietet dir das an, das abzubrechen, dann darf ich das doch auch machen. Und wenn jetzt der Game Designer sagt, ja, aber du hast ja den Dialog nicht durchgelesen, dann weißt du auch nicht, worum es geht. Ja, aber dann dürft ihr mir die Option noch nicht geben. Dann dürft ihr mir die Freiheit doch nicht geben. Das ist so Story-Probleme, sage ich jetzt mal. Ne? Oder man ist unaufmerksam, kann ja auch sein. Ne? Man hört irgendeinen Dialog und so, man wird abgelenkt so. Ne? Björn, der Termin da hinten, ja, war im Oktober da irgendwann. Ja, alles klar. So, was hat der gerade gesagt im Fernsehen? Kann ich das nochmal machen? Nee, geht nicht. So, ach, wird schon irgendwie passen. Kann ja auch passieren. So, ja, passiert mir auch öfter mal. Da wird man halt abgelenkt. Kinder oder irgendwas, ja. Muss trotzdem funktionieren. Ne? Bei mir ist es meist das Gedächtnis irgendwie. Ich behalte einfach nichts. Und wenn dann so viele Informationen kommen, ja, dann habe ich halt, dann hat mein Gehirn die Hälfte schon wieder rausgeschmissen. Dafür gibt's dann immer das Log, wo man nochmal nachgucken kann, was die gesagt haben, so, ne? Kannst du auch den Dialog nochmal durchlesen und so weiter, ja, um diese Freiheit irgendwie zu gewährleisten, dass man auch mal weghören darf, so, ja? Aber
ich muss dazu ehrlich sagen, in diesem scheinbaren Dilemma habe ich eigentlich immer die größte Stärke des Spiels gesehen. Nämlich, dass man es nicht so spielt wie, was will das Spiel denn jetzt von mir? Ja. Sondern, dass man es so spielt irgendwie, okay, ich bin jetzt der Typ. Ich habe jetzt vergessen, was da hinten gesagt hat und so. Was würde ich denn jetzt machen, wenn ich der Typ wäre? Wohin würde ich jetzt am liebsten als nächstes gehen und was würde ich jetzt am liebsten als nächstes machen? Und genau das mache ich dann. Und wenn ich das Spiel so spiele, macht es mir immer am meisten Spaß. Ja, auch auf die Gefahren, dass man dem Typen, der gerade dir gesagt hat, was du tun sollst, eben nicht einfach richtig nicht zugehört hast. Nein, genau, so, weil ja? das ist wie Real Life. Also dann hat der Typ eben Pech gehabt für den Moment. Und das Spiel sollte das zumindest hergeben, dass es trotzdem immer funktioniert. Egal, ob ich jetzt völlig bekehrt bin und meine Gesinnung ändere oder ob ich jetzt irgendwie der Meinung gehe, ach, ich gehe erstmal zum Fluss, tschüss. Tja, und dann ist da eine Bombe. Mist. Okay, ja, so. Aber das ist egal, weil dafür hast du dich entschieden. Es ist egal, was der Grund ist, warum du die Bombe nicht gesehen hast. Ob du auf die Warnung nicht gehört hast, ob irgendjemand dich abgelenkt hat, während du die Warnung bekommen hast, ob irgendein Tutorial dir gesagt hat, guck mal, da liegt eine Bombe, lidl, 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 oder irgendein Sound so, piep, piep, piep. Ist völlig wurscht. Du kannst es machen. Du kannst einfach es ignorieren. Und darum geht es. Na, das ist maximale Freiheit. So. Das heißt, du musst es einfach irgendwie machen können. Es muss trotzdem funktionieren. Weil wenn das nicht so ist, kann es schon mal sein, dass ein Spieler frustriert wird. Vor allem, es gibt so manche Situationen, da bist du irgendwie abgelenkt oder so, ne, und dann sagt der Spieler, ja, jetzt hast du verkackt oder so, ja, und dann sagst du dir, warum? Warum ist der denn jetzt gestorben? Ja, Story kann ja so funktionieren, dass man irgendwo eine Choice gemacht hat oder so, dass man sagt, okay, ja, pass auf, ich verrate dir jetzt ein Geheimnis, und weil er ihm das Geheimnis verraten hat, kippt da hinten ein Typ um. So, ja, und du fragst dich, wieso? Ja, wer ist der denn? Random Guy oder was? Aber mit dem hast du doch gerade gesprochen. Ja, weiß ich doch nicht mehr. Ja, so, ja, das kann natürlich auch passieren. Aber so ist das normal, ne? Wenn man aufmerksam spielen möchte, man möchte irgendwie alles aufsaugen und so, und das Spiel bietet einem das an, das machen wir häufig, ja, an vielen Stellen, dass man aufmerksam die Sache sich anguckt und es auch mitraten darf, ne? Ja. Das ist ganz wichtig, dass man mitraten darf. So, was würde denn passieren, würde ich das jetzt anklicken? Vielleicht wahrscheinlich nichts, aber ich weiß es nicht. Ja, vielleicht doch, ja. Und bei uns gibt's halt unheimlich viele Situationen, die tatsächlich eine Konsequenz haben in den Dialogen und in den entsprechenden, wie ich spiele. Behalte das Schwert einfach oder so. Ach, hör mal, du hast mein Schwert genommen. Ja, solche Dinge. Damit spielen wir. Mit dieser Freiheit, dass der Spieler selber entscheiden darf, was er machen will und wie er die Dinge lösen möchte. Und den Random Guy, den gibt's dann entsprechend auch gar nicht. Das heißt, irgendwo war der Hinweis. Der muss nicht zwingend im selben Dialog gewesen sein. Der kann vorher gewesen sein, der kann auch irgendwo in einem Buch stehen oder in einem Audiolog gewesen sein. Aber es gibt ihn zumindest. Ja. Das ist so Story, ne? Bei uns maximale Freiheit. So ein bisschen beleuchtet. Dann gibt's die Freiheit noch, sich selber zu spielen oder jemand anders zu spielen. Ja, es gibt ja Character-Editoren, ja, wo du dich hinkonfigurieren kannst. Wir erzählen eine Geschichte eines bestimmten Charakters. Ja, da haben wir jetzt gesagt, okay, wenn das Spiel komplett frei ist, an allen Stellen und so, dann wird es auch beliebig irgendwann. Das heißt also, eine coole Geschichte kannst du nur erzählen, wenn man tatsächlich irgendeinen Charakter bildet. Es muss nicht unbedingt sein, dass der unbedingt irgendwie konkret aussieht oder so. Ne? Man könnte ja auch eine Frau spielen oder einen Mann spielen oder ein Tier spielen oder irgendwas. Ja, aber wir haben uns immer festgelegt, weil es auch eine Frage der Ressourcen ist, die man da investiert. Ne? Wie viel Arbeit investierst du, um tatsächlich alles möglich zu machen? Und ist das dann dein Hauptfeature? Ist das dann, was alle Spieler total geil finden? Und wir sagen dann immer so, ja, das ist so eine Minimax-Aufgabe, die wir lösen müssen. Und wir sagen, das konkret ist bei unseren Spielen nicht so wichtig. No? Deswegen maximale Freiheit im Spiel schon, aber an der Stelle sagen wir geben euch was vor und damit sollt ihr spielen. So, ne? So, weiter geht's dann. Moralsystem hatten wir gerade angesprochen. Ne? Du kannst dich entscheiden, böse zu spielen oder gut zu spielen oder mittel zu spielen oder irgendwie sowas. Das hat Einfluss darauf. Ja? Das bietet dir eine gewisse Freiheit, eine sehr große Freiheit sogar, weil es nämlich schlussendlich dafür sorgt, dass du am Ende sowas wie eine Konklusion bekommst von jedem Charakter, der dich bewertet. Dann gibt's halt unterschiedliche Enden, die du spielst und so weiter. Das halten wir für sehr wichtig, da die Freiheit reinzubauen. Und jeder NPC könnte potenziell der Erste sein, dem du begegnest. Ja, das geht schon wieder so ein bisschen in Richtung Level, ne? Ja.
dass ich selber entscheiden kann, wohin ich zuerst renne. Wir haben in der Regel verschiedene Fraktionen im Spiel irgendwie. Es gibt keine Faustregel, welche Fraktion die erste sein muss, in die ich reinrenne oder welchen NPC ich als erstes anquatsche. Nach dem Spielstart, sage ich jetzt mal, wird man losgelassen und dann muss der Spieler entscheiden, worauf habe ich denn Bock? Welchen Vista Point finde ich denn jetzt interessant? Möchte ich jetzt der Story folgen, ja oder nein? Und wenn er dann irgendwo in der Welt zu irgendeiner Fraktion kommt, dann muss die zumindest irgendwie funktionieren. Auch wenn die dann, also die kann ruhig ein bisschen knackiger sein als die erste, in die du potenziell reinrennen könntest, also topologisch gesehen. Nichtsdestotrotz muss der Spieler die Freiheit behalten, zu entscheiden, nein, ich möchte aber gerne da bleiben. Das muss dann auch möglich sein, das zu spielen. Und das lässt das Spiel dann auch zu. Also hat es nicht nur mit dem Level, sondern auch sehr viel mit Story zu tun. Ja. An der Stelle. Ja, ist klar. Das heißt, die müssen, klar, die NPCs, die wissen ja nicht, wo ich zuerst war. Ja. Und das ist dann muss ein Storywriter für ein offenes Spiel das halt so schreiben, dass egal, ob ich da vorher schon war, mit dem gequatscht bin oder da vorher schon war, mit dem gequatscht habe, irgendwie zurückkomme und dann mit dem quatsche, dann muss der trotzdem noch in sich schlüssig sein. Der kann ja nicht sagen, ja, geh mal nach da. Hatte ich auch schon mal in einem Spiel, da hab ich mich voll aufgeregt. Und dann sag ich, möchte ich gerne sagen, war ich schon. Und der sagt dann, geh erst nach da. Und dann muss ich ja wirklich noch machen. Weil der NPC weiß zwar nicht, ob du da schon mal warst, aber du selber weißt es und der Spielercharakter weiß es auch. So, und deswegen muss das funktionieren und das ist die Herausforderung. Das muss das Spiel eigentlich können, wenn es eine Open World ist heutzutage. Ne? Also auf sowas achtet man dann schon irgendwie. Das muss nicht irgendwie immer alles total rund gelutscht sein. Funktioniert auch nicht immer. Manche Sachen sind auch nicht so wichtig. Ne? Aber gerade in der Hauptstory irgendwie sollte das zumindest immer funktionieren, plausibel sein, dass ich dann sagen kann, ja, ich habe zumindest schon eine Tasche oder sowas in der Art irgendwie. Und wenn nicht, dann soll er mich nicht doppelt schicken, sondern da sind gefälligst dann neue Wölfe gekommen und nicht irgendwie blöpp. Es kommt schon mal vor, dass die Reaktion von einem Charakter einem nicht gefällt. Aber er muss zumindest plausibel sein. Das heißt, wenn ich ihm irgendwas erzähle, dass er dann auch eine adäquate, plausible Antwort darauf gibt. Und wenn es ihn nicht interessiert, dann sagt er auch, ja, das interessiert mich doch nicht so. Ja, aber eigentlich müsste ihn das interessieren. Das ist ein bisschen, ja, okay, aber zumindest hat er was dazu gesagt. So ungefähr. Ja. Es gibt auch so ein Reaktionsping-Pong. Das ist auch sehr interessant. Das heißt, du machst eine Quest, die ist fertig, funktioniert super. Ja. Und dann kommt der Spieler und sagt, wäre aber cool, wenn der jetzt irgendwie da der Zweite war, auch nochmal darauf reagieren würde. Wenn man das dann macht, irgendwie, dann erwartet man aber auch, dass der Erste dann nochmal darauf reagiert. Und dann gibt's so eine Kette, irgendwie, dann kannst du gar nicht genug machen für eine Quest, dass es sich befriedigend anfühlt. Am besten wäre es gewesen, hätte es sich so gelassen, wie sie am Anfang war, so ungefähr. Da muss man ein bisschen aufpassen, wie viel ist denn gut? Wie viel fühlt sich denn vollständig an? Sowas gibt's auch. Ja. Schwierig, ne? Man muss immer gucken, wie viele Leute machen das dann tatsächlich. Man muss gut raten, ne? Und so weiter und so weiter. So. Ja, alle Quests sind schon von Anfang an lösbar. Haben wir schon oft gemacht, ne? Das ist immer so eine Sache, ja, wenn man da maximale Freiheit einbaut, dass man halt alles in beliebiger Reihenfolge einbaut. Haben wir bei Elex 1 fast schon komplett gemacht. Dann fühlt sich das so an, ich gras die ganze Welt leer, ja, spiel alles leer und dann komme ich ins zweite Kapitel und schwupps bin ich schon im dritten Kapitel, weil ich ja schon alles gemacht habe. Und der Spieler erwartet dann, ja, warum ist denn das zweite Kapitel so kurz irgendwie? Da habt ihr aber geschludert, so. Nee, haben wir nicht. Wir haben euch alles angeboten. Wir haben euch die Option gelassen, die Freiheit gelassen, es schon vorher zu machen. Das ist dann auch erst nach 50 Stunden oder so, dass man halt so verkürzte Sachen bekommt oder so. Irgendwie, ja, die Kapitel müssen auch alle ungefähr gleich groß sein. Wenn man das aber wieder macht, dann wird das unbefriedigend für den Spieler, denn dann ist hinten raus irgendwie noch so viel zu tun, wo er eigentlich erwartet, dass er schneller durchkäme. Müsste doch jetzt mal so langsam. Und das erste Kapitel wird schmaler und kleiner und dann fühlt sich das auch unbefriedigend an. Und darum muss man so ein Mischding fahren. Wir haben schon alles Mögliche ausprobiert und wir kriegen auch jedes Mal ordentlich Haue dafür, wenn wir mal was ausprobieren, ja. Und das ist, gucken uns das an und ziehen unsere Lehren daraus. Und das heißt, dass wir immer versuchen, so ein bisschen die Waage zu halten, dass wir von allem immer so ein bisschen anbieten, ja. Und dass wir euch das Gefühl vermitteln, dass es alles irgendwie gleichwertig ist. Das heißt, diese Kapitel, die müssen ja auch irgendwie, wenn es ein Kapitel ist, muss ja auch irgendwie Substanz drin sein. Das verstehen wir auch, haben wir auch gemacht, so mittlerweile so, ne, und tasten uns daran, dann immer mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger oder so. Aber
axet uns bitte nicht gleich, wenn man, sage ich jetzt mal, auch mal ein kürzeres Kapitel hat oder sowas, ja, weil man das auch immer schwierig ist, was hat man als erstes gesehen? Ist auch eine sehr subjektive Wahrnehmung. Es gibt manchmal Spiele, ja, da spiele ich eine Stunde, da denke ich irgendwie 3 Stunden sind rumgegangen und bei einigen geht das so irgendwie, was sind schon 3 Stunden um, so. Ist auch noch eine subjektive Wahrnehmung, wie so Freiheit, die man einem Spieler lässt, wahrgenommen wird. Überforderung oder, ach, es ist aber jetzt langweilig, weil es zu repetitiv ist, ja, oder, ach, jetzt muss ich das machen, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, ich würde lieber was anderes machen, ihr habt doch gesagt, ihr habt Freiheit eingebaut und so weiter. Sehr viel subjektives Empfinden und dann auch immer so ein Zeithäppchen, die man spielt, wenn man es zum Beispiel in einem Stück spielt, kommt man schon so ein bisschen in die Bredouille, weil man sagt, okay, es wiederholen sich einige Sachen ziemlich häufig. Spielt man es in Etappen, wiederholt sich gar nichts, weil man irgendwie das wieder vergessen hat, was am Vortag passiert ist. Solche Dinge auch, ja. Das heißt, es ist auch noch davon abhängig, wie intensiv man spielt, wie lange man spielt und so weiter, um dieses Gefühl, ich kann hier machen, was ich möchte. Und darum geht es, maximale Freiheit zu erreichen. Geht auch um Bewegung, nicht nur um Reihenfolge oder Dinge, die im Spiel passieren, sondern auch, dass man tatsächlich, wenn man einen Punkt sieht in der Welt, dass man da auch hinkommt. So, haben wir auch immer gesagt. Trotzdem haben wir eine Weltbegrenzung, weil wir können ja nicht das Universum, was unendlich ist, kann man auch machen, haben wir auch schon mal eine Sendung drüber gemacht, ne? Aber eigentlich ist es plausibler, wenn irgendwo dann Schluss ist. Man hat so eine feste Grenze. Aber innerhalb dessen sollte schon maximale Freiheit herrschen. Genau, ja. Das vom Gameplay-technisch finde ich das auch schöner. Ne, weil so eine sich selbst generierende Megawelt irgendwie dann auch sehr repetitives Gameplay nach sich zieht. Unter Umständen, ja. Ja gut, man, ne, keine Ahnung, ich habe auch schon mal ein Spiel gesehen, die haben irgendwie so einen Planeten, der so klein ist, dass du rumherum laufen kannst. Ist auch ganz witzig, aber ist nicht unser Spiel. Magic Carpet geht auch, ne, wie bei Bernd das Brot hier, ne, rennt er da rein, kommt hier wieder raus. Nicht, ja? So. Das funktioniert. Das ist aber irgendwie auch nicht, nix für uns. Genau, ne? hat auch mit dem, was wir da anbieten, jetzt nichts zu tun. Ne? Und, ja. Also die meisten Leute dann sagen, dann mach wenigstens eine Weltbegrenzung, die keine unsichtbare Wand ist irgendwie. Da versucht man darauf zumindest zu verzichten. Ja. Wir hatten einmal sowas super Aufwendiges gebaut. Irgendwie, ich glaube, das war bei Risen 1. Da bist du, irgendwie kam so ein Meeresungeheuer, wenn du ins Meer reingerannt bist. Und sowas kostet aber auch unwahrscheinlich viel Zeit. Das heißt, ist aber auch cool. Es ist witzig. Also für das Gimmick, sag ich mal, dass dann ein Meeresungeheuer dich irgendwie schnappt, investierst du dann unwahrscheinlich viel Zeit. Das machst du echt nur, wenn du die übrig hast. Ne? Ansonsten investierst du die lieber in irgendwelche Sachen, die, sagen wir mal, wichtiger sind fürs Spiel. Und am Ende zählt nur, wie viel Freiheit wollen die Spieler. Und wir als Entwickler, wir müssen immer gut raten. Weil es ist nicht immer nur ein Aspekt, der wichtig ist, sondern es sind viele. Man kann auch mittlerweile fliegen in unseren Spielen. Was von der Bewegung her nun wirklich maximale Freiheit ist. So, ja, das ist auch Geschmackssache viel dabei, ne? Wie viel Freiheit brauche ich und so weiter. Und naja, wir versuchen halt irgendwie da so einen Mittelweg zu finden und das zu machen, worauf wir auch Bock haben, was wir für plausibel halten und so weiter. Naja, ihr kennt unsere Spiele, ihr wisst ja, wovon wir da reden. Genau. Hast du eine Community-Frage? Ja, bestimmt. Ja. Also da waren so ein paar Fragen, die sich auf die Vergangenheit bezogen, deswegen nehme ich die jetzt mal, bevor die nächste FAQ kommt. Da fragt jemand zum Beispiel, ist bei euch jemand 3-Fragezeichen-Fan? Ich fand die Anspielung in Elex 2 super. Ja. Ich würde fast sagen, alle, ne? Ich würde sagen, es gibt bestimmt eine Menge 3-Fragezeichen-Fans bei uns. Also wir auf jeden Fall, ja. Ja, und derjenige, der das da eingebaut hat, ganz sicher auch. Und das wurde auch von sehr vielen Leuten tatsächlich sofort richtig erkannt, dass das die 3 Fragezeichen sind. Das war in dem bei Elex 2 in dem Berserker-Lager irgendwie eine Quest mit 3 Kindern. Fand ich auch sehr cool, als ich die das erste Mal gespielt habe. Harry und Amadeus haben sich darum gekümmert. Ja. Das war deren Idee. Ja, genau. War cool. Ja, da habe ich auch sehr Spaß dran gehabt, als ich das erste Mal gezockt habe. Gut, hoffentlich seid ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha Bytes TV. Macht's gut. Bis dann. Du hast gesagt wir, aber ich habe damals tatsächlich TKKG geguckt.